Biker Lifestyle TV. Mittendrin statt nur dabei. Keine Straße glorifiziert die Geschichte des amerikanischen Traums mehr als die Route 66. Jeder Auto- und Motorradbegeisterte träumt davon, einmal die legendäre Mother Road zu erfahren, welche 2026 ihren 100. Geburtstag feiert. Die 2448 Meilen lange Straße führt das gesamte Inventar der amerikanischen PS-Kultur vor die Augen der Reisenden. Antike Tankstellen, flotte Diner, kuriose Motels und alte US-Cars. Diese Retro-Perspektive beginnt bekanntlich in Chicago und rollt durch 8 Bundesstaaten bis ans Ziel nach Los Angeles, an das berühmte Santa Monica Pier. Wir nehmen euch mit auf ein faszinierendes Stück amerikanischer Geschichte und Freiheit und zeigen euch die schönsten und kultigsten Plätze mit ihren Menschen auf der Route 66. Wir sind nach langer Zeit wieder mit Bike the Best unterwegs, dem USA-Motorradreisespezialisten schlechthin, und beginnen unseren Roadtrip bei der Motorradmietstation Eagle Rider in Santa Monica. Die meisten Route 66-Reisenden befahren die Mother Road von Ost nach West. Wir aber fahren die Strecke von West nach Osten. Warum wir das so machen, erklärt Micky von Bike the Best. Ja, wir fahren in die andere Richtung. Ich sag mir immer, im Prinzip ist der Weg das Ziel. Und diese ganzen Wahrzeichen werden wir genauso sehen, wie die ursprüngliche Strecke von Ost nach West ist. Wir fahren sie jetzt aber explizit, weil wir mit Bike the Best hier einen Sonderdeal gemacht haben und hier die Einweggebühr sparen und auch nochmal 10% Discount bekommen, wenn wir in LA starten und die Maschinen in Chicago abgeben. Und das ist, finde ich, schon ein toller Grund, 900 € zu sparen momentan. Und das gibt uns den Grund, euch zu zeigen, diese Strecke ist genauso schön und spart mit uns einfach etwas. Nach dem üblichen Papierkram nehmen wir unsere Harleys neuesten Baujahres mit einer kleinen Einweisung in die digitale Technik in Empfang. Ja, alles gut. Wir müssen noch ein bisschen was einstellen. Der Shifter ist ein bisschen hoch. Deswegen fahren wir jetzt noch mal kurz zum Service, lassen das einstellen und dann können die Kilometer beginnen. Bevor morgen unser großer Roadtrip beginnt, möchten wir die Highlights rund um Los Angeles besuchen und beginnen am berühmten Venice Beach. Der etwa 4,5 Kilometer lange Boardwalk am Sandstrand der Pazifikküste von Los Angeles hat mit seinen Souvenir- und Verkaufsständen eine magische Anziehungskraft für Touristen aus aller Welt. Am bekanntesten dabei ist der Muscle Beach mit seinem Open-Air-Gym, in welchem schon Bodybuilder-Größen wie Arnold Schwarzenegger und viele andere trainiert haben. Work until we see the sun. They love the presence of my voice like I'm Big Pun. I switched the Prezi out for the day just. Sometimes I gotta ask God why they hate us. I see the fake smiles on these boys like veneers. I've been counting up, cause it's my golden year. Popping Ace of Spades. An den Betonwänden der Häuser findet man eine Vielzahl an ständig erneuten Graffitis und Street Arts. Bei unserem Spaziergang treffen wir auf Straßenkünstler, Musiker und Maler. Der Duft von Marihuana zieht uns ständig in die Nase. Dope-Rauchen ist seit Jahren legal in Kalifornien und anderen Staaten.
Einige von uns waren früher schon einmal hier. Ja, also vor 30 Jahren war das erste Mal hier. Ich war aber auch schon mal vor 2 Jahren noch mal hier. Aber ich muss sagen, die haben echt aufgeräumt hier. Das ist alles viel sauberer geworden. Es riecht nicht mehr so intensiv nach Marihuana. Also eigentlich bin ich sehr positiv überrascht. Also eine schöne Stimmung hier. Schön. Tja, auch ich war vor ungefähr 35 Jahren hier. Und das hat sich ja ganz schön verändert. Aber das Gemälde da, ne, das ist immer noch da. Das haben wir scheinbar immer wieder restauriert. Ne? Und es riecht ein wenig mehr nach Marihuana wie vor 30 Jahren. Aber echt geil. Ich war schon mal da vor 7 Jahren. Das ist jetzt nochmal ein Vergleich. Jetzt sieht das natürlich alles so viel ordentlicher und schöner aus und total toll. Auf dem Rückweg gibt es unseren ersten Hamburger. Und der ist sehr lecker. Burger können die Amerikaner. Die haben ihn ja auch erfunden. Wir steigen auf unsere Harleys und fahren zum berühmten Santa Monica Pier, wo uns Jim, ein Touristikmanager, schon erwartet. Jim erklärt, warum das eigentliche Ende der Straße nicht hier ist. A lot of people think that the Santa Monica Pier is the official end of Route 66, but that's not true. Viele Leute denken, dass Santa Monica Pier sei das offizielle Ende der Route 66, aber das ist nicht der Fall. Das Ende ist an der Kreuzung Lincoln und Olympic. Warum das so ist? Das Highway-System ging nicht bis zum Meer. Aber wenn du über 2448 Meilen durch Amerika fährst, möchtest du nicht an einer Kreuzung deine Reise beenden. Nein, die Leute wollen zum Strand und das Meer sehen. Und so ging der Highway bis ans Pier. Und die Leute beendeten ihre Reise genau hier. Und deshalb heißt es End of the Trail. People ended their journey here, the Route 66 journey, the trail, if you will, the end of the trail was the Santa Monica Pier. Wir werden die berühmte Mother Road von Los Angeles nach Chicago fahren. Was bedeutet das für unsere Motorradreisenden? Ich finde, es ist im Prinzip egal, weil die Landschaften, durch die man kommt, ja die gleichen sind. Ob man jetzt von warm nach kalt oder von kalt nach warm fährt. Ja? Das Ergebnis bleibt von den Landschaften her das Gleiche. Abenteuer und Leute kennenlernen und Freude haben und einfach mal Sorgen vergessen. Ich denke, es ist der Traum eines jeden Harley-Fahrers, das mal zu machen. Wobei wir bisher die Teile der alten Route 66 gefahren sind. Und diesmal wird noch einiges Neues Richtung Chicago dazukommen. Und darauf freuen wir uns natürlich nochmal besonders. Für mich ist wirklich eine Premiere, dass ich es wirklich im kompletten durchfahren kann. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich war schon 9 oder 10 Mal da am Bier, ich muss mit jeder Gruppe daherkommen, die Coast to Coast macht. Das ist einfach Pflicht, weil das ist einfach ein legendärer Punkt da. Aber die Route 66 habe ich noch nicht komplett zu Ende gefahren und auf das freue ich mich. Das Ende ist unser Anfang. Am späten Nachmittag hat uns Mickey eine VIP-Tour durch die Hollywood Hills gebucht. Mit einem offenen Kleinbus und einem Guide lassen wir uns durch die Beverly Hills und entlang des Hollywood Boulevards kutschieren. Mit gezückten Smartphones dokumentieren wir jeden Meter der spannenden Tour. Und der Fahrer erklärt alles ausführlich. Endstation ist das Griffith-Observatorium am Mount Hollywood, genau zum Sonnenuntergang. Wir haben jetzt schon den Sunset Boulevard, Hollywood und jetzt sind wir gerade hier oben im Griffith Observatory und das ist auch wunderbar mit Blick auf die Hollywood Signs. Du siehst hier die komplette Stadt, das ist schon Wahnsinn. Das Panorama bietet einen Blick auf die gesamte Region bis zur Bucht von Santa Monica. Wir sind begeistert. Ja, super. Auf jeden Fall hätten wir die mit dem Motorrad zwar gerne gemacht, aber so siehst du natürlich viel, viel besser. Kannst dich konzentrieren auf die Hollywood Hills. Richtig toll, ja. Zum krönenden Abschluss sind wir zum Abendessen im berühmten Mel's Diner aus dem Jahr 1947 am Olympic Boulevard. Der traditionelle Diner versetzt uns gleich zurück in die 50er Jahre. Das Restaurant diente auch als Filmset für den Film American Graffiti.
Die saftigen Burger schmecken hervorragend und hier beenden wir unseren ersten Tag. Tag 2 beginnt mit einem typischen amerikanischen Hotelfrühstück. Pancakes aus der Maschine und Eier aus der Plastiktüte. Also man schafft es schon 2 Wochen mit einem dünnen Kaffee. Ja, Pancakes mit einer Banane, juhu, und der Rest ist halt ein bisschen in Plastik verpackt. Ja, aber ich denke mir, für die erste Tour wird es reichen heute Morgen und wir freuen uns schon. Bevor unser Roadtrip startet, informiert Miki noch kurz über unser Hotel. Gateway Hotel Santa Monica liegt recht schön zentral, jetzt nicht direkt am Strand, dafür ist es aber noch bezahlbar, hat schön 2 Ebenen Parkplätze, wo wir auch schön mit dem Bike runterfahren können. Da sind die geschützt, morgens ein recht spartanisches Frühstück, aber ich finde es trotzdem in Ordnung, man kriegt einen Kaffee und ein Ei. Heute erste Etappe Richtung Osten. Und jetzt sind wir erstmal raus aus der Stadt und das geht halt doch über die Autobahn erstmal am schnellsten. Und erstes Ziel ist der erste McDonald's, der gegründet wurde in San Bernardino. Den schauen wir uns an, bevor wir danach schön über den Pass rüber Richtung Barstow fahren. Auf der Route 66 dann nachher wieder ankommen. Ja, dann kann es ja losgehen. Der Asphalt brennt, Wind im Gesicht, der Tag beginnt. Von L.A. raus in den Sonnenstaub. Route 666, wir spüren's im Bauch. Barstow glüht, Kingman lacht, Flagstaff träumt in der Wüste. Wir entfliehen dem Moloch von L.A. und rasch geht es über den 6-spurigen Interstate Richtung San Bernardino. Es wird zunehmend wärmer und 3 Stunden später sind wir an der ersten Sehenswürdigkeit der Route 66. Wir kommen in San Bernardino, der erste McDonald's. Wir werden jetzt probieren, ob der anders schmeckt. Zu essen gibt es hier leider nichts. So, jetzt sind wir am ersten Point of Interest. Also wir sind aus Santa Monica raus, noch im Nebel, bisschen fuselig und frisch und sind jetzt hier so ungefähr 80 Meilen dann Autobahn gefahren, damit wir da rauskommen aus dem Stadtverkehr. Sind jetzt hier bei 36 Grad im Schatten in San Bernardino gelandet. Und zwar hier, wo die Sucht des Fastfoods begonnen hat, 1940 mit Richard und Maurice McDonald. Die haben hier den ersten McDonald's gegründet. Der Laden selbst ist heute ein Museum und erzählt in Fotos die Geschichte des Burger-Imperiums. Der ursprüngliche 6-eckige Hamburger-Stand wurde 1953 abgerissen und durch ein Gebäude im heutigen Golden Arches-Style ersetzt. Ja, man denkt, bin ich im Legoland oder bin ich hier bei McDonald's? Ja, aber es ist mal ganz cool, es zu sehen. Bevor es weitergeht, brauchen unsere Pferdchen was zu trinken. Und der Sprit ist in Kalifornien am teuersten. So, tanken in Amerika, Stefan. Was kosten die Brühe jetzt momentan? Oh, die Brühe irgendwas mit $5. Oh, gar nicht wahr. $4,49 die Gallone. Das heißt, die Gallone sind fast 4 Liter, 3,8 Piependeckel. Okay. Ja, ist schon okay. Geht noch. Ne, kann man mit leben. Es wird immer billiger, je weiter wir Richtung Arizona kommen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel befahren wir den Rim of the World Scenic Drive. Die doppelspurige Straße führt uns in langgezogenen Kurven mit herrlichen Panoramablicken über die San Bernardino Mountains in Richtung Hesperia. We're chasing the road and it can't be beat. On the Harley of the Mother Road, with the throttle wide, we're in rock and roll mode. Ain't no better life than this to choose. Riding Route 66, we just can't lose.
our time. Every biker bar's another stop in rhyme. Einige Meilen nach dieser beeindruckenden Landschaft sind wir auf der Route 66 und durchqueren bei stetig ansteigenden Temperaturen die Mojave Desert. Ständiger Begleiter sind die Güterzüge der BNSF Railway Company mit 4 Loks und einer Länge von mehreren Kilometern. Kurz vor Barstow erreichen wir ein Kunstwerk mitten in der Wüste. So, die nächste Location erreicht. Die Bottle Farm. Sehr berühmt. Miki, beschreib mal die letzten 60 Minuten. Die letzten 60 Minuten war so wie durch eine Schleuse von Föhn zu fahren. Also es wurde immer wärmer und immer heißer. Jetzt sind wir bei 40 Grad angelangt. Boah, ist schon heavy. Also ich traue mich schon gar nicht, hier meine Haut zu berühren. Aber jetzt sind wir hier in der Bottle Farm, so eine halbe Stunde vor Barstow. Und dann haben wir unser Tagesziel erreicht auf der Route 66. Das heißt, wir sind die letzten Meilen auch schon alles auf der alten historischen Route 66 gefahren und freuen uns gleich auf eine kalte Dusche. Elmer's Bottle Tree Ranch ist eine Sammlung aus Glasflaschen und Skulpturen. Die von Elmer Long erschaffene Flaschenfarm soll auf Ressourcenverbrauch der Wegwerfgesellschaft aufmerksam machen. Die großflächige Skulptureninstallation wird auch als Volkskunst bezeichnet. Ein schöner Fotostop, der das Herz eines jeden Route 66 Reisenden höher schlagen lässt. Auf der Mother Road, das Leben ist frei. Wir cruisen die Meilen, wir sind dabei. Mit Bike the Best, durchs weite Land. Von Herz zu Herz, von Hand zu Hand. Weiter geht es auf der legendären Mother Road durch die heiße Mojave Desert. Wir genießen den Ride in vollen Zügen. Mit dem Sound unserer Wee Twins, dem warmen Wind im Gesicht und der endlosen Weite vor uns. Das ist ein Gefühl von Freiheit, welches man nur mit dem Motorrad in Amerika erleben kann. Die Nächte wie Feuer sind. Chicago winkt, doch wir fahren nicht heim. Weil das Ende der Anfang wird, so muss es sein. Freundschaft, Bier und Biker-Bars. Lachen und Geschichten, das ist unser Maß. Tolle Menschen, der Himmel so klar. Hier sind wir frei, das ist wunderbar. Auf der Mother Road, das Leben ist frei. Wir cruisen die Meilen, wir sind dabei. Mit Bike the Best, durchs weite Land. Von Herz zu Herz, von Hand zu Hand. Nach 330 faszinierenden und teils sehr heißen Kilometern erreichen wir unser Hotel in Barstow und springen nach dem Einchecken in den frischen Pool. Das tut gut nach so einer Tour. In the desert, auf the Desert Highway. Und dann jetzt hier schön abgehen. Nach dem Abendessen in einer mexikanischen Fastfood-Kette lassen wir den ersten Tourtag bei einem Jackie Cola langsam ausklingen. Nach einer erholsamen Nacht muss zunächst unser Gepäck im Servicecar verstaut werden, was immer eine kleine Herausforderung ist. Dann gibt Miki unsere heutige Route bekannt. Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geruht. Heute geht's nach Arizona. Fahren gleich direkt auf die Route 66 Richtung Bagdad Café. Bekannt noch aus den Filmen. Und vielleicht haben wir heute Glück an einem Sonntag, dass sich auch einige Biker da treffen. Danach Roy's Café. Ein schönes Bild unter diesem tollen, legendären Schild. Danach Richtung Oatman hoch zu den Eseln. Minenstadt, wunderschön da. Und dann fahren wir den Sidegraves Pass rüber nach Kingman, Arizona. Und da werden wir heute Abend dann auch schön in einem richtigen, alten, urigen Motel auf der Route 66 übernachten. Okay. Tanken ist in den USA immer ein Abenteuer, denn des Öfteren mögen die Zapfsäulen unsere Kreditkarten nicht. Also Hans, muss ich euch schon mal sagen, also das ist alles sehr speziell da in der Amerika. Ne, tanken sehr kompliziert, also geht jedes Mal eine Stunde flöten von unserem Tag wegen der Scheißtankerei. Jetzt sind wir bloß zu 9.
Jetzt stell dir mal vor, du bist da zu 20. Da brauchst du den ganzen Tag, dass du tanken kannst. Solche Umstandskrämer, das kann ich dir sagen. Echt. Ich habe nie Probleme damit, aber irgendwie willst du beim zweiten Mal immer noch nicht. Irgendwie klappt es dann doch. Und es geht weiter auf der Straße, die Amerika für immer verändert hat. Heute ausnahmsweise ohne Sonne, was nach der extremen Bestrahlung von gestern auch gut tut. Blacktop in July, sweating like a sinner in a church, and I just wanna get out with my crew tonight and shoot at the lights. Die Route 66 ist hier in einem sehr guten Zustand und unser erster Halt ist inmitten der Wüste beim berühmten Baghdad Café. Ein wahrer Klassiker für alle, die den Film Out of Rosenheim mit Marianne Segebrecht gesehen haben. Die Deutschen kennen das doch von dem Film Out of Rosenheim, wo die Marianne hier abgesetzt worden ist und in dieses alte Motel etwas deutsche Ordnung bringen wollte. Ein wunderbarer Film, der auch gut ausgeht, und heute, seht ihr, ist noch was übrig, die Airstreams hier vorne, und jetzt gehen wir gleich mal rein und schauen, was drin ist. Hallo. Die heutigen Besitzer erzählen uns stolz von den Drehtagen an dem über 90 Jahre alten Café. Wir haben den Platz seit 1992 und der Film wurde 1988 gedreht. Vorher hieß es Sidewinder Café und war ein Truckstop. Für den Film Out of Rosenheim nannten sie es dann Baghdad Café. Angetan von der Magie dieses historischen Ortes schwingen wir uns in den Sattel und die Mother Road führt uns zu einem weiteren Relikt in der 100-jährigen Geschichte der kultigen Straße. In Amboy erreichen wir das ikonische Roy's Motel und Café. Das große nostalgische Neonschild, welches nachts die Wüste erleuchtet, darf auf keinem Foto fehlen. Hier spürt man förmlich die Seele der Route 66. Die ersten 100 Kilometer haben wir hinter uns auf der richtig schönen Route 66. Wie findest du das bis jetzt so? Ja, bis jetzt super. Also ich muss schon sagen, das war richtig toll. Die Route 66 hier zu beginnen mit den schönen Hügeln dazwischendurch. Ganz toll, ja. Echt klasse. Während Marion noch ein überteuertes Mitbringsel sucht, macht die Besitzerin schon einmal Werbung für das große Oldtimer-Treffen 2026 zum 100-jährigen Bestehen der Kultstraße. So we're doing it again March 7th March 7th next year, so that's gonna be the day. Schnell noch ein Selfie und weiter geht die Fahrt hinauf in die Black Mountains in Richtung Oatman. Schon bevor man den legendären Touristenort erreicht, empfangen die wilden Esel den Besucher und betteln nach Futter. Sie stammen von Lasteseln ab, die von ihren Besitzern freigelassen wurden, nachdem sie nicht mehr gebraucht wurden. Nach 2 weiteren Kilometern sind wir in Oatman und vor dem Saloon gibt es einen Parkplatz für unsere Harleys. Die ehemalige Goldgräberstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Biker und Touristen und ist als lebendiger Teil der Route 66 bekannt.
Die historischen Gebäude mit den freilaufenden Eseln bieten eine einzigartige Atmosphäre des Wilden Westens. Im alten Oatman Hotel füllen wir unsere Kalorienspeicher mit leckeren Hamburgern auf und sind gestärkt für den nächsten aufregenden Abschnitt der Route 66. Von hier führt eines der schönsten Teilstücke der Mother Road über den verschlungenen Sykes Pass nach Kingman in Arizona. Über den 1000 Meter hohen Pass gibt es viele aufregende Geschichten von Reisenden der vergangenen Zeit. Hier war der Weg nach Westen eine Herausforderung für Fahrer und Material. Zwischen erodierten Tafelbergen und Wacholdersträuchern windet sich die Straße durch die gigantische Landschaft. Traum, Alter. Ein Traum. Sykes Pass. Der Oberhammer, der Oberhammer. Echt. Wahnsinn. Was für eine begnadete Landschaft. In der Cool Springs Trading Post halten wir an und lassen die letzten Kilometer noch einmal Revue passieren. Oatman, die alte Westernstadt mit den Eseln auf der Straße, das war einfach schon genial gewesen. Und dann die Pässe hier hoch und wieder runter, ich sag mal, das hat schon was. Also die Tour bis jetzt 1A und hoffen wir, dass es so weitergeht. Ja, das ist natürlich super tolle Strecke mit ganz vielen Kurven. Also man meint es ja nicht, aber das war jetzt wirklich richtig, richtig schön zu fahren. Und das ist so dieser klassische Teil der Route 66, genauso wie man sich das vorstellt. Das war einfach nur mega schön. Ja, das war sehr, sehr cool. Hat mich an zu Hause erinnert. Also jederzeit wieder. Das ist genau das Gelände, auf das, was ich stehe. Super, schöne Strecke, ganz toll zu fahren. Ja, ich fand es auch klasse. Also bin jetzt auch das 6. Mal jetzt hier gefahren und bin immer wieder von dieser Strecke fasziniert. Vor allem, wenn ich an diese Geschichte denke von früher, auf der Route 66 mussten die Autos diesen Pass rückwärts hochfahren, weil sie hatten ja noch keinen Einspritzer und das Benzin ging immer weg und die mussten teilweise stehen bleiben, rückwärts drehen, hochfahren. Und wir haben jetzt hier, ich habe schön ein Bike und brauche nur Gas geben und es macht einfach super Spaß. Im Souvenirladen erzählt uns eine Angestellte ein wenig von der Geschichte dieses historischen Platzes. How long is Cool Springs here when you got it established? So it was originally built in 1926. Cool Springs gibt es seit 1926 und ist nächstes Jahr 100 und wir werden feiern. Die Station ist 1966 einem Großfeuer zum Opfer gefallen und wurde 2002 wieder aufgebaut. Und wir freuen uns auf den Geburtstag. We're excited, yes. Es gibt 200 Jahre 66. Wir können nicht genug davon bekommen. Wir haben sie jetzt schon von allen Staaten, aber ich finde den auch richtig schön. Erinnert mich an diese Gold Edition. Wann war das? Harley Davidson 103, ne? Aber ich finde, es hat was. Also das nehmen wir mit. Die letzte Etappe nach Kingman vergeht wie im Flug. Und am späten Nachmittag können wir am Visitor Center gleich durch die neu aufgebaute Route 66 Arch fahren. Nachdem jeder sein Foto im Handy hat, kann uns endlich der Touristikmanager willkommen heißen.
Willkommen in Kingman, bekannt als das Herz der historischen Route 66. Das Herz der Route 66 zeigt sich mit historischem Diner und alten Autos, sodass gleich nochmal die Handyspeicher gefüllt werden. Neben dem alten Diner gibt es etwas Neues. I think that's kind of new here, is it? Very new, yes. We just opened 2 weeks ago. Ja, das ist ganz neu. Wir haben vor 2 Wochen eröffnet. Das ist Tin Can Alley an der Route 66. Es sind Vintage Airstreams aus den 60er und 70er Jahren und die sind komplett renoviert. Man kann sie über Airbnb mieten. Echt vintage. Die alten Airstreams sind modern eingerichtet und die Nacht kostet stolze $240. Wir bevorzugen lieber ein renoviertes Motel. Das El Trovatore liegt direkt an der Main Street und ist ein echter Klassiker aus dem Jahr 1939. Mein Zimmer beherbergte schon Marilyn Monroe. Marilyn Monroe Room. Schau mal her, wie geil, hä? Cool. Die kommt heute Nacht. In der Lobby erzählt uns der Pächter ein paar nette Stories aus der Vergangenheit. So machte Pamela Anderson in der Stadt ein Playboy-Shooting und danach wurden beide verhaftet. Nicht aber wegen des Nacktshootings, sondern weil sie kein Permit hatten. Und dann war da noch Jean-Claude Van Damme. Er reiste mit 105 Meilen über die Main Street und die Cops sperrten ihn danach ein. Er war eine Nacht im Gefängnis und zahlte $1.500 Strafe. Zusätzlich musste er 2 Wochen lang die Straße mit Besen und Schaufel reinigen. Wir könnten noch stundenlang zuhören, aber unsere Mägen rufen nach Essen. In einem typisch amerikanischen Steakhouse nicht weit vom Motel lassen wir uns ein 300 Gramm Top Sirloin Steak mit sämtlichen Beilagen schmecken. Nach einem nächtlichen Gewitter zeigt sich das Wetter nicht so freundlich. Ja, morgen. Und? Habt ihr was vom Gewitter mitbekommen letzte Nacht? Ja, es hat ein bisschen geregnet, aber ja. Jetzt sind wir zum Glück wieder trocken. Also gestern war ja schon wirklich von der Landschaft schön auf der Route 66, gerade das Oatman-Stück hierhin, super. Aber heute ist somit mein Lieblingsstück von der Landschaft her. Es ist zwar flacher, aber es ist halt auch die historische Route 66, die wir jetzt fahren. Hackberry, General Store, dann Seligman, Williams, Flagstaff. Das sind halt ganz kleine Stückchen Autobahn müssen wir fahren, aber können ganz viel auf der alten Route 66 fahren und auch noch die Menschen dort treffen, die das alles auch wieder erhalten haben und auch wieder ins Leben gerufen haben. Da freue ich mich gleich auf die Tour. Und jetzt erstmal Wir starten durch und fahren ein paar Meilen zum Kingman Airport Café, um zu frühstücken. Die Militär Airbase bietet ein leckeres Frühstück mit Omelette, Pancakes und allem, was satt macht. Gestärkt sind wir zurück auf der altehrwürdigen Straße. Und das historische Asphaltband führt uns mit weitem Panorama und einem Bilderbuchhimmel Richtung Flagstaff. Der Hackberry General Store ist unser erster Halt nach ca. 40 Kilometern. Die ehemalige Tankstelle ist ein Muss für jeden, der den Spirit der Route 66 atmen möchte und bietet alles an Nostalgie. Alte Autos, Schilder, Souvenirs und Kitsch. Neuerdings gibt es sogar Live-Music.
Der Solist singt uns natürlich gleich die alte Hymne. California trip. Get your kicks on Route 66. That's where we are. Kicks on Route 66. Here we go. In diesem General Store muss man einfach halten. Der ist so toll. Viele alte Autos, die ganzen tollen Route 66 Souvenirs. Also ein Stop ist hier auf jeden Fall total wichtig. Jetzt haben wir sogar Live-Musik neuerdings hier. Wow. Früher stand da so eine schöne Corvette. Die ist leider verschwunden, wohin auch sie ist. Aber jetzt schauen wir uns mal innen drin den Laden an. Der Store war seit 1978 geschlossen und wurde 1992 als Route 66 Souvenirladen und Informationsstelle wieder eröffnet. Ja, also wie man sieht, die ganzen Stores hier auf der Route 66 haben natürlich auch ihre Souvenirs. Aber das Gute ist, jeder hat so seinen eigenen Stil und es gibt hier, wie nennt ich sie, also Warenhändler, die fahren wirklich das ganze Jahr Route 66 vor und zurück. Ich hatte ja selber mal einen Laden hier in Flagstaff und da kam einer, der hatte schon 1,3 Millionen Meilen auf seinem kleinen Auto nur von der Route 66 und verkauft allen diese Souvenirs. Aber schön, dass jeder was anderes hat. Weiter geht unser Roadtrip und plötzlich ziehen immer dunklere Wolken auf. Jetzt im Juni herrscht Monsunzeit in Arizona. Einige Kilometer weiter ballen sich vor uns massive schwarze Wolken zusammen. Jetzt ist es an der Zeit anzuhalten und in die Regenklamotten zu schlüpfen. Da hinten schaut es aus, da ist gerade mal Weltuntergang. Vorsorge ist besser. Wir ziehen uns jetzt mal an. Weil er hat echt Regen gemeldet hier. Nur einige Meilen weiter öffnet Petrus die Schleusen. Heavy Rain peitscht uns aufs Visier und begleitet uns bis nach Seligman. Bei Lilos Westside Diner machen wir Kaffeepause. Jetzt hatte ich gedacht, wir könnten diese schöne Route in der Sonne genießen. Naja, sind etwas nass geworden, haben es jetzt aber geschafft nach Seligman. Jetzt stehen wir vor dem Milos Café und jetzt gehen wir gleich mal rein. Milo ist erst vor kurzem verstorben, aber wir kriegen jetzt mal raus, wer das weiterführt hier. Hoffentlich mit deutscher Kultur. Hello. She passed away last year, but now who's running the store right now? Im Café der deutschstämmigen Lilo werden ihre legendären Kuchen noch in Erinnerung gehalten. Eine Angestellte berichtet uns, dass das Restaurant jetzt Lilos Tochter führt. Und es gibt selbstverständlich noch deutsches Essen wie Gulasch und vielerlei deutsche Kuchen. That's good. Good to know. Yes. So we have a nice warm coffee after rain now. Thank you. Absolutely. Thank you. Seligman ist einer der touristischen Anziehungspunkte der ehemaligen Route 66. Der Ort nennt sich selbst Geburtsstätte der Route 66. Hier lebt der Mythos der alten Straße und von hier wurde sie auch von dem jetzt fast 100-jährigen Friseur Angel Delgadillo wiedergeboren. In seinem alten Barbershop finden wir heute nur noch eine lebensgroße Pappfigur. Der 98-jährige Angel ist nur noch ab und zu in seinem Laden. Eine Angestellte berichtet uns, dass Angel den Shop 1950 eröffnete und das Geschäft hervorragend lief, bis 1978 die Interstate eröffnet wurde. 10 Jahre lang war dann eine schwere Zeit. Aber 1987 startete der Friseur seine eigene Route 66 Organisation in Arizona und hatte einen riesigen Erfolg.
Seither kamen immer mehr Touristen und nach dem Film Cars erkannten das auch die Amerikaner. And Angel was an inspiration for that movie. Then the Americans also. Und wie geht es ihm jetzt? He's fantastic. He just turned 98 years old and he's still very happy and healthy. Oh, fantastisch. Und er ist glücklich und gesund. Genauso seine Frau Wilm. Sie ist 94 Jahre. Wir wünschen ihm und seiner Frau, dass sie nächstes Jahr den 100. Geburtstag der Mother Road noch gebührend feiern können. Unsere Biker stöbern noch ein bisschen in dem gut frequentierten Souvenirladen. Und nachdem es aufgehört hat zu regnen, setzen wir unsere Reise fort und freuen uns auf die nächste historische Stadt, die jeder liebt. Wenige Meilen später sind wir in Williams, einem wunderschönen Ort, der für seinen authentischen alten Charme bekannt ist. Williams ist seit 1926 eine Route 66-Stadt. Das Leben hier verläuft in einem langsameren Tempo und wird nachts erst lebendig, wenn Leuchtreklamen, Live-Musik und der Duft der amerikanischen Küche durch die mehr als 6 Blocks mit historischen Gebäuden und Geschäften dringen. Überall stehen Relikte aus vergangenen Tagen und wir finden Fotomotive ohne Ende. Heute lebt die Stadt vom Tourismus, ihren zahlreichen Souvenirshops und gilt mit seiner Eisenbahn als das Tor zum Grand Canyon. Also ich war natürlich schon sehr oft hier und Williams hat sich doch eigentlich bis heute sehr gut gehalten. Vor allem es ist sauber, es ist Route 66 und ist auch das Depot vom Grand Canyon Railway. Das fährt ja direkt zum Grand Canyon und es ist urig, es macht Spaß und man fühlt hier noch die Route 66 so richtig. Ich finde es cool. Wir schlüpfen wieder in unsere Regenkombis und fahren die letzten Meilen zum Ziel, leider wieder im Regen. Gut durchgeweicht sind wir am Spätnachmittag nach 270 Kilometern in Flagstaff. Am Visitor Center empfängt uns ein großes Airbrush und der Touristikmanager. Wir möchten wissen, wie alt der legendäre Ort ist. Gut, jetzt sind wir hier in Flagstaff, Arizona, auf über 2000 Meter Höhe, das vergisst man immer. Ryan, it's wonderful to meet you here in Flagstaff and just let me know how old is Flagstaff? Flagstaff hat seinen Namen seit 1876. Eine Gruppe von Siedlern wollte 1876 das 100-jährige Bestehen der USA feiern und sie haben von einer riesigen Kiefer die Äste abgesägt und eine Flagge der USA aufgehängt, wodurch der Name Flagstaff entstand. Heute übernachten wir im einzigartigen Americana Hotel. Ein Hotel, das wie eine Zeitreise durch die Space Galaxy der 70er Jahre wirkt. Leicht durchgefroren haben wir trotzdem unseren Spaß. Jetzt sind wir mal nach 150 Kilometer Regen angekommen. When it's raining, it's a new helmet. Alle ein wenig durch. Es hat auch bloß noch 12 Grad. Also vorgestern 40, heute bloß noch 12. Kann man machen. Raumschiff Enterprise hier. Um einen tollen Abend zu genießen, geht es zum legendären Museumsclub, wo wir den nassen Montag bei Live-Musik und kaltem Bier ausklingen lassen.